Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was hat denn Lego da gestern bitte rausgehauen? Eine Werbung mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Also für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, freut euch darauf, das könnt ihr jetzt in diesem Video sehen. Für die anderen, ich teile meine Meinung, meine Gedanken, denn ich fand die Werbung extrem gut, vor allem für Real Madrid. Naja, dann unterhalten wir uns aber auch über die Aktualität von Real Madrid. Wie sind unsere Jungs aus der Länderspielpause zurückgekommen? Wer ist fit? Wer wird geschont? Spielt nicht gegen Mallorca, sondern wird für das Spiel gegen die Bayern geschont. All das schauen wir uns an. Dann hat Kylian Mbappé mal selber darüber geredet, dass er zu wenig nach hinten arbeitet. Ja, seine Gedanken fand ich natürlich interessant zu diesem Thema, was allgegenwärtig ist bei Real Madrid. Und zu guter Letzt hat Fabrizio Romano sich dazu geäußert, wie ist der Stand zwischen Real Madrid und Rodri. Das schauen wir uns zusammen an. Also, viel Spaß beim Video. Ja, und bevor das Video startet, noch ein kurzes Anliegen in eigener Sache. Morgen um 16:15 Uhr spielt Real Madrid auf Mallorca und natürlich gibt es ein Live-Watch-Along. Wir schauen zusammen, wie dieses neue, erfrischende Real Madrid um die spanische Meisterschaft kennt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. So eine halbe Stunde vor dem Anstoß, 15:45 Uhr circa, geht es los. Also, jetzt viel Spaß beim Video. Ja, wie gestern versprochen, der zweite Teil meiner Serie. Was passiert mit den Castilla-Spielern? Bleiben wir bei den Außenverteidigern. Diesmal geht es um David Jiménez. Der 22-jährige rechte Verteidiger hat diese Saison schon 3 Spiele von Anfang an bei der ersten Mannschaft von Real Madrid absolviert. Und zwar in beiden Pokalspielen, bei Talavera, bei Albacete, wo wir rausgeflogen sind, aber auch in La Liga gegen Valencia und hat dort einen guten Eindruck hinterlassen. Viele Madridistas haben gesagt, der Junge, der soll nächste Saison seine Chance in der ersten Mannschaft kriegen. Allerdings ist der Endspurt der Saison bisher nicht so gut für ihn gelaufen. Bei Real Madrid Castilla hat er das Duell gegen Jesus Fortea in den letzten Wochen verloren. Der rechte Verteidiger von Real Madrid Castilla ist Jesus Fortea, der auch mit der U19 von Spanien erfolgreich war, mit Thiago Pitac in der gleichen Mannschaft etc. Ja, also so wie es aussieht, möchte Real Madrid David Jiménez am Ende dieser Saison verkaufen. Der ist wie gesagt auch schon 22 Jahre alt. Es läuft wahrscheinlich auf diese 50%-Regelung hin. Bisher sind einige La Liga-Clubs interessiert. Also mal schauen, wie die Zukunft von dem Jungen aussieht. Der ist seit 9 Jahren bei Real Madrid in der Jugendabteilung, hat La Fabrica durchlebt. Ich drücke dem Jungen natürlich die Daumen, nur das Beste für seine Karriere. Ja, kommen wir weg jetzt von der Jugend, kommen wir zu den Seniorenbereich. Ein Thema, was ich ganz kurz nur anschneiden wollte. Ihr wisst, ich rede eigentlich nie über Frauenfußball, aber Real Madrid hat gestern im Clasico 6:0 gegen Barcelona verloren, im Viertelfinale der Champions League. Das Hinspiel hatte Real Madrid schon 6:2 verloren. Im Viertelfinale einer Champions League 12:2 verlieren. Das geht nicht. Und ich weiß, dass der FC Barcelona der Frauenabteilung von Real Madrid Lichtjahre voraus ist. Das ist, wenn es nicht die beste, eine der besten Fußball-Frauenmannschaften der Welt ist. Natürlich ist ein neues Projekt dagegen chancenlos. Trotzdem, Real Madrid, du spielst mit dem Image von Real Madrid, also mach es entweder ganz oder gar nicht. Ich verstehe zwar, dass Real Madrid da in der Zwickmühle sitzt, denn wenn Real Madrid Spielerinnen verpflichtet, heißt es wieder, ihr habt euch den Erfolg gekauft, aber ja, wenn du auf die Mädels aus der eigenen Jugend mehr oder weniger setzt und nur hier und da ein bisschen verstärkst, dann kommen solche Ergebnisse raus und der direkte Konkurrent macht sich über dich lustig. Naja, bin ich gespannt, was eure Meinung dazu ist, auch wenn ich persönlich Frauenfußball sehr, sehr peripher mir nur anschaue. Ja, kommen wir jetzt zu der Werbung, von die ich euch versprochen habe. Ich lasse die mal parallel laufen. Lego hat komplett einen rausgehauen. Eine Werbung mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Die Werbung, die die Fußballwelt seit 20 Jahren sehen möchte. Und als wenn es nicht genug wäre, hauen sie dazu 2 Real Madrid-Spieler, Kylian Mbappé und Vini Junior.
Boah, ihr wisst gar nicht, wie das Internet gebrannt hat. Die Vinny-Hater, die kochen vor Wut und sagen, ich kann nicht verstehen, warum Vinny bei dieser Werbung ist. Und die müssen jetzt akzeptieren, spätestens jetzt, Vinny ist im Olymp des Fußballs angekommen. Lego sucht sich die 2 besten Fußballer der Vergangenheit und die 2 besten Fußballer der Gegenwart. Kylian Mbappé, Vinny Junior, beide Spieler von Real Madrid. Kein Lamine Yamal, was weiß ich, der überall gefamed wird, etc. Also, sehr schöne Momente für die Madridistas, finde ich. Ich fand auch die Werbung sehr gelungen. Einige haben sich gefragt, wo ist Anthony? Nein, aber Spaß beiseite. Ja, ich finde es gut, diese ganze Hate-Debatte zwischen Cristiano Ronaldo und Messi. Wie gesagt, jeder hat da seinen eigenen Geschmack. Jeder hat genug Argumente, um zu sagen, das ist mein Goat, das ist mein Goat. Aber ich glaube, wir Fußballfans können im Nachhinein einfach nur glücklich sein, dass wir diese unglaubliche Epoche erleben durften, wo ein Lionel Messi und ein Cristiano Ronaldo sich gegenseitig zu Höchstleistungen angestachelt haben. Haben ja auch beide zugegeben. Ja, und jetzt, wie gesagt, die Zukunft des Fußballs liegt in den Händen von Real Madrid, in den Händen von Kylian Mbappé und Vini Junior. Mich persönlich hat das sehr gefreut. Ja, apropos Real Madrid und die Zukunft des Fußballs. Unsere Nationalmannschaft oder fast unsere gesamte Mannschaft war bei der Nationalmannschaft. Wie ist der Stand der Dinge? Hören wir da zusammen einmal rein. Wir sprechen über Real Madrid. Wie sind denn alle zurückgekommen? Eigentlich ziemlich gut. Im Verein sind sie zufrieden. Valverde ist der Einzige, der nicht angekommen ist, weil er auch nicht spielen kann. Er ist gesperrt. Erinnern wir uns, Madrid spielt um 3:45 gegen Mallorca. Vinicius hat ein spezielles Trainingsprogramm absolviert. Nun, wir wissen ja, dass man normalerweise, wenn man von Spielen zurückkommt und den Atlantik überqueren muss, besonders behutsam behandelt wird. Morgen werden wir Arbeloa um 10:30 in der Pressekonferenz fragen, ob Vini für das Spiel bereit ist oder nicht, zusammen mit Mbappé, der ja bereits gestern angekommen ist. Und es stimmt, dass Vinicius in Kürze ein Spiel gegen den FC Bayern München hat, aber Madrid will auch in der heimischen Liga der Meisterschaft kämpfen. Und außerdem wird immer noch viel über das gesprochen, was damals vor Jahren mit Railo und mit Maffeo passiert ist. Aber gut, das sind schon sehr alte Geschichten. Ich nehme an, wenn er fit ist, wird er spielen. Wir werden morgen, wie gesagt, Arbeloa fragen, um 10:30 in Valdebebas. Ja, ihr habt es selber gehört, unsere Jungs kommen gut von den Nationalmannschaften aus der Länderspielpause zurück. Die einzige Fragezeichen sind hinter Vini Junior, natürlich aus Brasilien, die Anreise, der ist später gekommen als alle anderen. Gestern hat an sich schon die gesamte Mannschaft mittrainiert, Vini kommt jetzt noch dazu. Die Frage ist, ob Vini Junior gegen Mallorca spielen wird oder ob er geschont wird für das Spiel gegen Bayern. Ich zeige euch nochmal die Übersicht dieses Spieltages, denn es könnte ein wichtiger Spieltag für Real Madrid werden. Real Madrid hat ein schweres Auswärtsspiel bei Mallorca, da haben wir uns die letzten Jahre schwer getan, wobei ich optimistisch an diesen Spieltag rangehe mit dem Fußball, den Real Madrid in den letzten Wochen gezeigt hat. Aber auch wichtig für diesen Spieltag, ihr seht am Abend das Spitzenspiel Atletico Madrid gegen den FC Barcelona. Wir dürfen nicht vergessen, ich blende euch die Tabelle ein, der FC Barcelona ist 4 Punkte vor Real Madrid. Aber ein Ausrutscher, ein mickriges Unentschieden vom FC Barcelona würde schon ausreichen, damit Real Madrid alles in den eigenen Händen hätte. Wir dürfen nicht vergessen, es kommt noch ein Clasico in Barcelona. Sollte also der FC Barcelona bei Atletico Madrid unentschieden spielen oder sogar verlieren, ich meine, die haben im Pokal vor ein paar Wochen da 4:0 verloren, also undenkbar ist es nicht. Sollte also der FC Barcelona Punkte liegen lassen und sie wären nur noch 1 Punkt oder 2 Punkte vor Real Madrid, könnte Real Madrid mit einem Clasico-Sieg die Tabellenspitze erobern. Naja, es ist auf jeden Fall noch La Liga-Spieltag, noch genügend Spieltage da. Die Saison ist nicht so vorbei, wie ich es zwischenzeitlich angenommen habe. Dieses neue Real Madrid macht mir Hoffnung. Ja, ihr habt auch gesehen, parallel lasse ich jetzt inzwischen das Training laufen von gestern. Einige schöne Aktionen dabei. Kylian Mbappé ist gefühlt wieder in der Form seines Lebens. Beim Training zumindest, aber auch für Frankreich gegen Brasilien hat man das gesehen. Der scheint wirklich wieder bei 100% zu sein. Und Kylian Mbappé bei 100% ist unaufhaltsam. Also das macht mir noch mehr Hoffnung. Allerdings muss ein Kylian Mbappé, damit diese Mannschaft so funktioniert, wie sie in den letzten Wochen funktioniert hat, auch so arbeiten, wie es ein Brahim getan hat.
Ja, und Kylian Mbappé wurde, ja, die Nationalspieler nutzen das immer aus. Bei Real Madrid geben sie ja keine Interviews, aber wenn sie mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, in ihren Heimatländern, dann gehen sie zu so YouTube-Formaten mit Bekannten und Freunden, die sie gegenseitig kennen. Ja, und in einem dieser Formate wurde Kylian Mbappé darauf angesprochen, dass er ja deutlich weniger nach hinten arbeitet als der Rest der Mannschaft. Wie ich euch immer gesagt habe, ein Kylian Mbappé und ein Bellingham, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die kommen ja nicht nach Hause und machen alles Social Media aus und gucken nur einen Film oder was auch immer, spielen Playsee. Nein, die sind natürlich auch den ganzen Tag auf Social Media unterwegs und sehen, was da über sie geschrieben wird, gesagt wird. Ja, hören wir uns mal die Worte von Kylian Mbappé an. Und wenn wir über Kylian sprechen, ist es lustig, denn wie Achraf schon sagte, ist der Stürmer eigentlich dazu da, Tore zu schießen. Das heißt, wenn der Typ vielleicht etwas weniger verteidigt und so, manchmal steht Kylian auf dem Platz, man sieht ihn, er verteidigt weniger und dann macht er 3 Tore und man denkt sich, ach ja, eigentlich Hat er Unterschied gemacht. Nein, aber ich denke, selbst im modernen Fußball ist es gut, das auch von seinen Offensivspielern zu verlangen. Ich denke, wenn wir darüber reden, stimmt es, dass ich weniger mache, aber ich merke, dass es das Team wirklich beeinflusst, wenn ich es tue. Wenn man nach Madrid schaut, in Madrid, wenn ich es mache, sind alle da. Weil die Leute es auch nicht erwarten, weißt du? Ja, nein, das ist wahr, das wird mir oft vorgeworfen. Und mich stört das nicht, weil das konstruktive Kritik ist. Die Wahrheit ist schon, dass ich ein Spieler bin, der weniger verteidigt und manchmal kann das ein Problem sein. Und ich habe kein Problem damit, denn als Spieler gibt es Dinge, die du tust, die das Team positiv verändern und es gibt Dinge, die du tust, die das Team negativ verändern. Wenn alle Spieler perfekt wären, wäre der Fußball wohl ziemlich langweilig. Ja, und ich fand seine Aussagen schon sehr interessant. Die eine Stelle, ich habe es glaube ich 4-mal durch den Übersetzer gehauen. Der Übersetzer hat das nicht perfekt übersetzt bekommen. Er sagt, er merkt selber, dass es einen Unterschied für die Mannschaft macht, wenn er presst. Und er merkt auch selber, dass das ganze Bernabeu dann darauf reagiert. Und dann sagt ein Tchouaméni ja aus Spaß so, ja, weil das bei dir keiner erwartet. Nein, aber ein Kylian Mbappé erkennt, dass er weniger arbeitet als andere. Und wenn er es macht, macht das einen Unterschied für die Mannschaft. Und jetzt verlange ich von Kylian Mbappé, dass er diese Erkenntnis auch auf dem Platz umsetzt. Von mir aus musst du zu Hause gegen ein Oviedo, gegen ein Elche, was auch immer, gegen solche Mannschaften musst du nicht jeden Weg mit nach hinten gehen. Da sollte Real Madrid das auch in der Regel schaffen. Aber spätestens am Mittwoch gegen die Bayern oder danach die Woche Dienstag im Rückspiel, da musst du jeden Zweikampf annehmen, jeden Weg nach hinten mitgehen, sonst hast du gegen so eine Mannschaft wie die Bayern keine Chance. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass Kylian Mbappé das erkennt, dass er das auch offen zugibt, der lügt hier nicht rum. Er sagt, kein Fußballer ist perfekt. Ja, aber ich sage immer das Gleiche. Du kannst nicht entscheiden, ob jeder Torschuss drin ist. Du kannst nicht entscheiden, was für eine Form du gerade mitbringst, ob du Glück hast oder Unglück, ob die Dribblings klappen etc. pp. Was du aber kontrollieren kannst, was in deiner eigenen Macht liegt, ist diese Meter nach hinten zu ackern, die Real Madrid von dir benötigt. Also, was ich euch sagen wollte, ein Kylian Mbappé ist nicht weltfremd, der lebt nicht in seiner eigenen Bubble und denkt, alles ist super. Er selber erkennt, dass er der Mannschaft weiterhilft, wenn er nach hinten arbeitet. Jetzt muss er das nur noch umsetzen. Ja. Und wenn wir schon mal bei Interviews, bei Informationen sind rund um Real Madrid, gestern haben wir uns noch über Rodri unterhalten, das Hin und Her. Ramon Álvarez de Mon war der Erste, der gesagt hatte, Madrid möchte den spanischen Nationalspieler. Dann hat er gesagt, die K.O.-Runde gegen City hat Real Madrid nicht so gefallen. Ja, aber wenn einer Ahnung hat von Transfers etc., dann ist es natürlich Fabrizio Romano. Der hat sich gestern ein bisschen Zeit genommen und über den aktuellen Stand der Dinge geredet zwischen Rodri, Manchester City und Real Madrid. Hören wir da zusammen. Hör mal rein. Wie ist die Situation in Bezug auf Rodris Zukunft laut meinen Informationen? Der entscheidende Punkt hier ist, dass Rodri im Moment, im Fußball weiß man natürlich nie, aber im Moment 2 Möglichkeiten hat. Entweder er entscheidet sich, bei Manchester City zu bleiben und eventuell auch einen neuen Vertrag zu unterschreiben, wenn er das möchte, oder er plant einen Wechsel weg von Man City. Seine Aussagen über Real Madrid waren natürlich ziemlich deutlich. Die Wertschätzung von Real Madrid ist auf jeden Fall vorhanden. Also, intern spricht Real Madrid definitiv über Rodri und er ist eine Option für Real Madrid.
Aber im Moment gibt es noch kein Angebot, keine direkten Gespräche zwischen den Vereinen wegen Rodri. Aber worum geht es eigentlich? Soweit ich weiß, hat Rodri bereits ein neues Vertragsangebot von Manchester City vorliegen. Man City bietet Rodri also einen neuen Vertrag an und ist bereit, ihm ein attraktives Gehalt zu zahlen. Im Moment liegt es an Rodri, finanziell, persönlich und mit seiner Familie zu entscheiden. Das Projekt und all das Weitere, was er machen möchte. Bei Man City bleiben oder bei Man City bleiben und einen neuen Vertrag unterschreiben, der bereits auf dem Tisch liegt, also liegt die Entscheidung bei Rodri. Oder Man City jetzt oder im Sommer 2027 verlassen. Noch ein wichtiger Punkt, Leute, zu Real Madrid. Meinem Verständnis nach wird Man City, selbst wenn Rodris Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, selbst wenn Rodri einen neuen Vertrag ablehnt, und das ist noch absolut nicht entschieden, aber selbst wenn das passiert, wird Manchester City Rodri nicht für eine geringe Ablösesumme abgeben. Ich weiß nicht, 10, 20 Millionen Euro. Man könnte sagen, okay, Rodri kommt von einer Verletzung zurück, Rodri ist nicht mehr der Jüngste, also können sie ihn vielleicht für 20 Millionen Euro gehen lassen, weil sein Vertrag 2027 ausläuft. Meinem Verständnis nach ist das nicht der Fall. Man City würde eine beträchtliche Summe fordern. Warum? Denn Man City sagt, okay, die Position von City ist, wenn Rodri einen neuen Vertrag unterschreiben möchte, sind wir mehr als zufrieden. Wenn Rodri sich entscheidet, noch eine Saison zu bleiben und dann 2027 ablösefrei zu gehen, ist das in Ordnung. Aber wir ziehen es vor, Rodri noch eine Saison zu behalten, anstatt ihn für 10, 15 oder 20 Millionen Euro gehen zu lassen. Es sollte also eine bedeutende Ablösesumme für Rodri sein, keine geringe Ablösesumme. Und das wird auch wichtig sein, um zu verstehen, was Real Madrid zu tun beschließt. So kannst du jetzt die Situation nachvollziehen. Neuer Vertrag liegt auf dem Tisch, Rodri muss entscheiden, City macht keinen großen Rabatt und auch Real Madrid wird je nach Rodris Plänen für seine Zukunft entscheiden. Das ist also der aktuelle Stand bei Rodri. Aber das Angebot von City liegt bereits vor. Jetzt liegt es also an Rodri, an City und letztlich auch an Real Madrid, um zu sehen, was passiert. Ja, und da, ihr habt es selber gehört, Manchester City bietet ihm bereits einen neuen Vertrag an, aber Real Madrid ist interessiert an Rodri. Und wenn Rodri sich entscheiden sollte mit seiner Familie, meine Zukunft liegt nicht in der Premier League, meine Zukunft liegt nicht bei Manchester City, ist Real Madrid bereit oder interessiert an Rodri? Ja, wie gesagt, ich werde euch jetzt nicht damit nerven, was ich euch schon seit 2 Wochen immer wieder das Gleiche erzähle, dass ich der Meinung bin, menschlich, ihr wisst jetzt, was ich sagen werde. Ja, meine einzige Hoffnung ist, wenn Real Madrid sich entscheidet, ihn zu holen und er kommen sollte, abgesehen von meiner Meinung, ist meine einzige Hoffnung, dass er zumindest jetzt im Endspurt für Manchester City bei der Fußball-WM wieder zu dem Rodri wird, der 2021-22 Manchester City angeführt hat, wo er der beste Sechser der Welt war. Das ist meine Hoffnung, dass Real Madrid dann zumindest so einen fußballerisch starken Spieler bekommt. Ja, wie gesagt, mit dem anderen langweile ich euch nicht. Ihr kennt meine menschliche Meinung zu Rodri. Ja, und das waren die Themen fürs heutige Video. Ich weiß, es gibt noch links und rechts hunderte Themen zu Real Madrid. Ich kann leider nicht alle immer erwähnen. Wenn es ein Thema gibt, wo ihr sagt, bitte Mario, ich möchte unbedingt, dass du dazu ein Video machst, könnt ihr es mir gerne schreiben. In den Kommentaren, per E-Mail, bei TikTok, per Instagram, bei Twitter. Ich bin überall zu erreichen, also könnt ihr mir da gerne schreiben. Ansonsten, wie gesagt, morgen sehen wir uns erst beim Live-Watch-Along. Morgen früh wird es kein Video geben. Ich hoffe beim Live-Watch-Along, dass wir so viele Madridistas wie möglich zusammen dieses neue, tolle, erfrischende Real Madrid genießen können. Und für dieses Video bitte ich euch, unterstützt es mit einem Like, mit einem Kommentar, Hype. Und wer noch kein Follow da gelassen hat, würde es mir einen Riesengefallen tun. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!